Mein heutiger Gast ist Dr. Michael Lichtenberg, Chefarzt der Angiologie im Klinikum Hochsauerland-Arnsberg. Er ist seit vielen Jahren auf Beckenvenenkompression spezialisiert und spricht mit mir über das Meidt-Horner-Syndrom, dessen Auswirkungen und wann eine Stentsetzung Sinn macht und wann nicht. Willkommen zu der 12. Folge von Vascular Voices. Schön, dass du da bist und zuhörst. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Vascular Voices. Ich freue mich sehr, dass Sie sich wirklich die Zeit nehmen und ja, helfen, mehr Wissen zu verbreiten und Aufmerksamkeit zu dem Gefäßkompressionssyndrom. Sehr gerne, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir hatten ja so ein bisschen technische Probleme zum Start, deswegen sind wir so ein bisschen zeitlich im Verzug. Ich würde jetzt einfach mal direkt ins Thema reingehen. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass es um, Gefäßkompressionssyndrome geht, hauptsächlich um das Meidt-Turner-Syndrom, wo Sie ja in Ihrem Klinikalltag sehr viel mit zu tun haben. Vielleicht können Sie einfach mal so aus Sicht des Arztes erklären, was ist das Meidt-Turner-Syndrom überhaupt und wodurch entsteht das? Weiß man das? Ja, also das Meidt-Turner-Syndrom ist übrigens sind 2 Österreicher gewesen, deswegen sage ich auch Meidt-Turner-Syndrom und nicht Meidt-Turner-Syndrom. Okay. Ja, ist ganz interessant. Es waren 2 Pathologen, die in den 50er Jahren dieses Syndrom das erste Mal beschrieben haben bei der Obduktion von verstorbenen Patienten, somit Meidt-Turner-Syndrom. Die Amerikaner haben früher Cockett-Syndrom dazu gesagt, also Ah, okay, interessant. genau, zur Aufklärung vielleicht dazu. Mhm. Ja, Meidt-Turner-Syndrom ist auch etwas, was wir gar nicht mehr heutzutage verwenden. Wir reden über Beckenvenenkompressionssyndrome. In der Tat, das ist der deutsche Ausdruck dafür. Das klassische Meidt-Turner-Syndrom, Beckenvenensyndrom, ist eine Verengung der linken Beckenvene, bevor sie in die untere Hohlvene eintritt. Wie entsteht diese Verengung? Das ist gut aufgearbeitet, was die anatomische Situation anbetrifft, aber woher sie kommt, das wissen wir leider noch nicht. Also ein Venenkompressionssyndrom wie das Meidt-Turner-Syndrom ist eine Verengung der Beckenvene, bedingt durch eine Verengung von der Vorder- und Rückseite. Auf der Vorderseite wird diese linke Beckenvene zusammengequetscht durch die rechte Beckenschlagader, die an dieser Stelle die Vene kreuzt. Und auf der Rückseite vom Lendenwirbelkörper, in der Regel ist der 4. oder 5. Und in diesem dünnen Spalt muss die arme Beckenvene hindurch. Und wenn dieser Spalt aus anatomischen Gründen, deren Ursache wir nicht kennen, zu schmal ist, wird diese Vene abgeklemmt. Das Mhm. führt dann über die Jahre dazu, dass diese Vene verdickt, vernarbt, sich auch innerhalb der Vene selbst Narben ausbildet. Wenn Sie sich vorstellen, dass eine Vene, die einen ganz langsamen Fluss hat, plötzlich einen Stau erfährt mit der Zeit durch solche Narbenbildungen, dann braucht es nicht viel letztendlich, um dort das Blut gerinnen zu lassen. Man kann durchaus dann eine Beckenvenenthrombose bekommen. Das ist Mhm. nicht so häufig, aber das kann passieren. Viel häufiger ist, dass diese Verengung dazu führt, dass das Blut eben, wie gesagt, nicht richtig abfließt und es sich staut und dann eben Symptome auftreten, über die wir ja heute reden wollen. Genau. Also, ich kenne ja auch mittlerweile viele Frauen vor allem, die betroffen sind, aber auch vereinzelt Männer. Für mich ist da auch die Frage, ich bin halt in Selbsthilfegruppen unterwegs. Wie erleben Sie das? Haben Sie auch vermehrt Frauen mit der Problematik? Ja, statistisch ist das in der Tat ganz gut aufgearbeitet. Wir wissen, dass Frauen mehr unter einem Beckenvenenkompressionssyndrom leiden, wie dem Meidt-Turner-Syndrom. Circa 2/3 bis 3/4 Frauen, der Rest Männer. Aber wie gesagt, auch Männer sind Mhm, betroffen, deswegen muss man daran auch mal denken. Aber in mhm, der Tat leider in diesem Fall das weibliche Geschlecht häufiger betroffen. mhm. Könnte das damit zusammenhängen, also Sie sagen ja, so ganz klar ist nicht, woher das kommt, aber es gibt ja auch Theorien, zum Beispiel, dass es durch ein starkes Hohlkreuz entstehen kann. Was sagen Sie dazu? Und ist das dann vielleicht eine logische Schlussfolgerung, warum eher vermehrt Frauen, die ja
oft mehr auch 'n Hochkreuz, 'ne Lordose haben als Männer? Das stimmt, Lordose-Patienten, auch extreme Lordose-Patienten, neigen mehr zu einer solchen Verengung, aber das ist sicherlich nicht die einzige Ursache. Wir wissen auch, dass dieser Raum, der ja sehr eng ist zwischen der Arterie, der Schlagader und dem 5. Lendenwirbelkörper auch, vorgebildet ist. Das heißt, ein Raum ist nicht unbedingt leer im Bauchraum, sondern mit Fettgewebe durchaus ausgefüllt, und es kann Mhm. durchaus sein, dass Frauen dort weniger in dem Bereich Fettgewebe ausbilden, wo so 'ne Vene dann Platz hat, als bei Männern. Ja. Also, es gibt viele Spekulationen. Wissenschaftlich ist das nicht klar aufgearbeitet. Ich glaube, es ist auch nicht ganz, ja, so wichtig, sondern es geht darum, eher vielmehr zu erkennen, was das Thema ist Mhm. und was man eben auch tun kann, ne? Mhm. Wir hatten's ja auch, über die Symptome. Ähm, oft, sind natürlich Leute, die dann erfahren so: „Oh mein Gott, die Beckenvene ist irgendwie abgedrückt, eingeklemmt, jetzt kriege ich 'ne Thrombose." Die kriegen dann total Panik. Aber ganz oft ist es ja auch so, dass, man gar keine Thrombose dadurch bekommt. Also, von was hängt es ab, ob man jetzt dadurch 'ne Thrombose entwickelt oder nicht? Richtig. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was wir heute festhalten sollten. Nur weil Sie eine Verengung der Beckenvene haben, sind Sie nicht automatisch thrombosegefährdet. In der Tat Genau. gibt es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, die irgendwo zwischen 8 und 10% statistisch nachgewiesen ist. Aber das bedeutet, dass wirklich nicht jeder Patient eine Thrombose bekommt. Das muss man ganz, ganz klar sagen, gehört zur absoluten Aufklärung dazu. Mhm. Warum bekommt man eine Thrombose? Nun, es sind ja viele Risikofaktoren, die zu Thrombosen führen können. Eine Beckenvene, die Narbenbildungen in diesem Bereich ausbildet und den Fluss in dieser Vene sich dadurch verlangsamt, sind natürlich gefährdet dann durch längere Immobilisationen. Wir erinnern nur mal an die Covid-Phase, wo wir dann wochenlang im Bett mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit gelegen haben, immobil waren oder nach größeren Operationen oder aber auch bei einer Schwangerschaft, wo das, Kind, auf die Vene dann noch mal zusätzlich drückt, Mhm. dann solche Verengungen, zu einem Thromboserisiko werden können. Wir nennen das dann auch zum Beispiel schwangerschaftsassoziierte Maturner-Syndrom-bedingte Thrombose. Also, diesen Mhm. Ausdruck gibt es in der Tat. Das sehen wir nicht selten. Das heißt, wenn wir eine junge Frau sehen mit einer Beckenvenenthrombose, gucken wir als allererstes nach dem Maturner-Syndrom, Mhm. und in der Regel finden wir es dann auch. Also, Ja. andersrum wird ein Schuh draus, aber bitte nicht so rum formulieren, dass jedes Maturner-Syndrom zu einer Beckenvenenthrombose führt. Das wäre falsch. Mhm. Genau, ja, das ist nämlich total wichtig, weil mir das immer wieder begegnet, in den Selbsthilfegruppen, dass da einfach wirklich viele Angst haben, dann Auto zu fahren oder zu fliegen oder so, ne? Und ich habe selber das Maturner-Syndrom, und ja, jedes Mal, wenn dann irgendwie geguckt wird, dann heißt es: „Ja, ne, da ist alles super, da ist alles toll, ne, keine Thrombosegefahr." Und dann hat mich das dann halt doch teilweise schon gewundert, warum haben da manche 'ne Thrombose oder nicht. Jetzt haben Sie gesagt, das vernarbt. Also, ist es dann quasi durch diesen äußerlichen Druck, dass das dann einfach so vernarbt dann innerlich? Mhm. Ganz genau. Wenn Mhm. Sie sich vorstellen, dass ein Gewebe über in der Regel viele Jahre dauerhaft gereizt wird, auf der einen Seite durch 'n Knochen, auf der anderen Seite durch eine immer wieder schlagende Arterie, dann kommt es Mhm. zu reaktiven Prozessen in einer Vene. Die Vene wird Mhm. zusammengequetscht, die Venenwand vernarbt, verhärtet. Diese Verhärtung, diese Vernarbung tritt dann auch in dem, Lumen, in dem Durchfluss der Vene auf und kann eben dann über diesen Mechanismus letztendlich zum vollständigen Verstopfung dieser Vene dann führen, was Mhm. dann letztendlich die Beckenvenenthrombose Und, hervorruft. welche Symptome also, über welche Symptome klagen denn Ihre PatientInnen? Weil so ganz typisch wird immer gesagt: „Ja, das linke Bein, das schwillt an, das verfärbt sich", aber das ist ja dann eher so quasi dieses Thema Thrombose. Ähm, Genau. und manche Leute haben in beiden Beinen Schmerzen, manche haben eher im rechten Bein Schmerzen und denken dann: „Ja, dann kann ich das ja gar nicht haben, weil es heißt ja, es betrifft nur die linke Beckenvene." Also, welche Symptome, ja, kommen da, gehäuft vor? Ja, ganz genau. Es gibt, spezifische Symptome, typische
Symptome des Myotona-Syndroms, oder jeglicher Beckenvenenkompression sind Unterleibsschmerzen, aber Sie können sich vorstellen, wenn etwas nicht abfließen kann, venös im Beckenbereich, dann staut es sich im kleinen Beckenbereich. Stau bedeutet, dass Venen im kleinen Becken größer und größer werden, die dort angelegt sind. Und diese größer werdenden Gefäßkonglomerate drücken dann auf alle möglichen Strukturen, sei es die Harnblase, sei es auf die Gebärmutter, sei es Mhm. auf Nerven. Das heißt Unterleibsschmerzen zum einen. Und diese Unterleibsschmerzen sind dann häufig sehr stark ausstrahlend auf die linke Leiste. Das kommt dadurch, dass der Blutfluss nach zentral in die Unterhosenvene nicht gut funktioniert und das Blut sich sozusagen zurückstaut und dann in der Leiste, wo auch viele Nerven verlaufen, dann ein Druckgefühl entsteht. Also Unterleibsschmerzen, Leistenschmerzen und dann eben auch ausstrahlend in das linke Bein sind die mehr typischen Symptome. Mhm. Aber wir sind ja Menschen und Menschen sind vielleicht nicht immer typisch, muss man sagen. Und das ist auch das Interessante an unserem Job als Mediziner, dass wir dann so ein bisschen Detektiv spielen müssen, ob nicht doch ein Verengungssyndrom vorliegt, auch wenn die Symptome nicht ganz typisch sind. Und Sie sprachen davon, dass auch mal die rechte Seite betroffen sein kann. Ja, das Mhm. kann durchaus passieren, je nachdem, wo die starken Umgehungskreisläufe, die sich durch so 'n Myotona-Syndrom mehr ausbilden, dann sind vielleicht ein bisschen mehr auf der rechten Seite. Wenn die Beckenvenenkompression so stark ausgeprägt ist, dass gar nichts mehr nach zentral abfließen kann und alles über kollateralen Umgehungskreisläufe zur rechten Seite, Mhm. kann es auch sein, dass die rechte Seite relativ überfordert wird. Die muss ja zum einen ihr eigenes Blut abtransportieren und dann kriegt sie auch noch ein bisschen mehr von der linken Seite. Das kann dann zu einer Überforderung auf der rechten Seite. Also, das ist dann so ein bisschen das Detektivspiel, das wir dann betreiben müssen, herauszuarbeiten, ist es vielleicht ein Myotona-Syndrom, auch wenn die Symptome nicht ganz typisch, sind. Mhm. Es gehören dann weitere Symptome dazu und, die kommen dann natürlich, dann auch in den Anamnesegesprächen zur Frage. Klassischer Schmerz bei der Frau ist gerade eine Verstärkung während der Menstruation, ähm, weil sehr viel arterielles Blut in den gynäkologischen Bereich gepumpt wird, welches dann nicht richtig abfließen kann, ja? Mhm. Staut es sich und es kommt zu starken, wirklich Stauungssyndromen dann einmal im Monat, gerade im kleinen Beckenbereich. Aber dadurch, entstehen noch viele andere Probleme durch diesen Stau im kleinen Beckenbereich. Stellen Sie sich, grade Frauen, vor, die, auch, sexuell tätig sind, die dann Schmerzen haben bei sexuellen Handlungen. Das ist ein ganz typisches, Syndrom und kann wirklich massiv lebensqualitätseinschränkend sein. Das ist Mhm. weniger ausgeprägt bei Männern, das muss man ganz klar sagen. Das ist typisch für eine Frau als Symptom. Das nennen wir Dyspareunie, das heißt Schmerz bei sexuellen Tätigkeiten. Diese diese Venenkonglomerate können auch im Anusbereich sich ausbilden, sodass es auch Schmerzen beim Stuhlgang geben kann. Mhm. Kommt auch dazu, nicht so häufig, aber kann passieren. Wir sehen, es ist 'n ganzes Bündel von Beschwerden, die auftreten können. Und das ist das Ja. Detektivspiel, was man dann so 'n bisschen spielen muss, Ja, vor ja. allem interessant ist ja, dass, glaube ich, ganz viele erstmal auch die Diagnose Endometriose bekommen, ne, weil man ja erstmal denkt, dass es, gynäkologische, Ursachen sind, die dazu führen, dass man eben dann vermehrt Regelschmerzen hat, generell, Schmerzen in dem Bereich beim Geschlechtsverkehr, ja, genau. Erleben Sie das oft in Ihrem Alltag, dass, die Frauen erstmal die Endometriose als Diagnose bekommen haben? Ja, natürlich, ist ja auch menschlich nachvollziehbar. Man hat Unterleibsschmerzen als Frau, grade einmal im Monat wird es stärker, beim Geschlechtsverkehr wird es Mhm. zunehmend unangenehm. Es treten die üblichen sozialen Konflikte dadurch auf. Wohin geht die Patientin? Sie geht natürlich zur Gynäkologin, das ist ganz klar. Und der Ja, genau. Gynäkologe schaut dann, in seinem Fachgebiet, macht vielleicht, Untersuchungen wie einen Ultraschall, 'n transvaginalen Ultraschall, Mhm. sieht dann vielleicht auch sogar ein bisschen vermehrte Venenzeichnungen, aber, forscht dann natürlich, häufig nach der Endometriose, und, findet dann auch vielleicht sogar 'n Endometrioseherd oder mehrere Endometrioseherde und dann geht Mhm. natürlich erst einmal alles in diese Richtung. Will sagen, es dauert, bis diese Patienten letztendlich mit der Verdachtsdiagnose Ja, Congestion-Syndrom oder Myotona-Syndrom vorstellig werden bei uns. genau, weil ich glaube, viele Gynäkologen haben das auch gar nicht so aufm Schirm.
ne, dass es da dieses Beckenvenensyndrom, gibt unbedingt. Ähm, aber jetzt waren wir genau schon, quasi bei der Diagnostik. Ähm, ja, wie kann man das denn, diagnostizieren? Also, an erster Stelle für mich, das muss ich persönlich für mich sagen, steht das Gespräch. Gespräch mit der betroffenen Patientin oder dem Patienten, um so ein bisschen eben das Detektivspiel hier zu machen. Können diese Symptome auf ein Syndrom, ein Maltner-Syndrom hinweisen? Und das ist ganz wichtig jetzt. Nicht jede Beckenvenenverengung führt zu Beschwerden. Das ist ganz wichtig. Mhm, Ja, es gibt viele Patienten, die keine Beschwerden trotz einer Kompression haben. mhm, Das sind das sind dann keine Syndrome. Die haben einfach 'ne Beckenvenenkompression ohne Beschwerden. mhm, Wenn eine Beckenvenenkompression vorliegt und, die Beschwerden relativ typisch sind, dann reden wir von einem Syndrom. Das muss man wirklich unterscheiden. Das heißt, in so 'nem Gespräch am Anfang, wenn ich den oder die Patientin das erste Mal kennenlerne, reden wir über diese typischen Beschwerden, dringen dann auch tief in die, sozialen Probleme ein. Wobei treten die Schmerzen auf? Gibt es Geschlechtsverkehrsschmerzen? Gibt es Schmerzen bei der Defekation, also sprich beim Stuhlgang? Gibt es Harnblasenprobleme? Welche gynäkologischen Untersuchungen sind gemacht worden? Also das baut sich dann so langsam auf. Das ist A, ganz wichtig. Das zweite ist dann die Inspektion, die wir dann bei uns in einem geschlossenen Raum durchführen und schauen, ob wir vielleicht schon äußere Zeichen gerade im Genitalbereich finden, die darauf hinweisen, dass verstärkte venöse Abflussprobleme vorliegen. Gibt es Krampfadern, die äußerlich sichtbar mhm, sind, ja? Im Scheidenbereich zum Beispiel, ganz, häufig gerade bei diesen Frauen zu sehen oder im Leistenbereich, ja? mhm, Es gibt wiederum Hinweise. Solche Venenzeichnungen sind extrem wichtig in der Detektion. Und wenn wir das gemacht haben, dann schreiten wir als Angiologen, Gefäßmediziner zu unserer Lieblingsdiagnostik über, und das ist der Ultraschall. mhm, Dann kriegt man immer gesagt: „Oh, Ultraschall, Beckenvene, das geht doch gar nicht.“ Natürlich geht das, ne? Muss ich 'n mhm, bisschen Zeit nehmen. Wir raten den Patienten auch: „Trinken Sie jetzt kein Sprudelwasser, bevor Sie zur Untersuchung kommen, dass damit nicht so viel Gas im Darm ist.“ Dann ist es auch leichter für uns, den Ultraschall zu machen. Und wenn man sich dann 'n bisschen Zeit nimmt, dann kann man auch die Beckenvene wunderbar herausfinden. Und dann untersuchen wir die Patienten, und das ist jetzt ganz wichtig, einmal im Liegen, in der Rückenlage, aber auch im Stehen, weil Sie können sich vorstellen, wenn Sie auf dem Rücken liegen, drückt von vorne sehr viel natürlich auf diese Vene drauf, und man spricht durchaus auch von einer natürlichen Kompression, ja, ja, ich wollte grad schon so zucken und fragen: „Wie machen Sie das nur im Liegen?“ Aber dann haben Sie schon direkt gesagt, auch im Stehen. genau. Und da tatsächlich ist es auch wirklich ganz oft, was, ja, die Betroffenen, beschäftigt, dass sie ganz oft, bei 'nem Angiologen sind, oder Gefäßchirurgen und werden im Liegen geschallt und dann heißt es: „Ja, alles super.“ Und, also, ich war letztens erst, selber, zur Abklärung noch mal, aber nur irgendwie abzuklären, ob vielleicht 'ne Thrombose vorliegt oder so. Und dann hat er gemeint: „Ja, alles toll.“ Und dann habe ich gesagt: „Ja, brauche ich vielleicht 'n Stent oder so“, ne, weil ich mir da halt auch Gedanken mache. Und dann hat er gemeint: „Nö, ach ne, da ist alles super.“ Und dann habe ich gemeint: „Ja, Sie haben mich ja aber noch gar nicht im Stehen geschallt.“ Dann musste der mich halt im Stehen schallen, weil ich drauf bestanden habe. Und dann hat der gemeint: „Ah ja, oh ja, jetzt ist es ganz anders“, ne? Mhm. Hat es 'ne Bedeutung? Also, da sind wir ja wieder bei diesem Thema, von der Lordose und dass dann im Stehen oder im Sitzen da dann auch mehr Druck entsteht. Hat das dann 'ne Bedeutung, ob man dann sagt, das ist, behandlungsnotwendig? Nun, die Lordose kann das Ganze verstärken, das hatten wir ja schon besprochen, in der Mhm, Tat. Aber man muss, schon festhalten, dass die Patienten kontinuierlich häufig sehr starke Schmerzen haben, ja. Es kann sich im Liegen etwas verbessern, in der Tat, weil der Abfluss natürlich dann besser ist. Sitzende Position ist häufig 'n bisschen schlechter. Es ist also vielleicht 'n bisschen bewegungsabhängig, aber mhm, letztendlich das Milton-Syndrom bedeutet ja, wir haben eine Beckenvenenerkrankung, die wir morphologisch im Ultraschall sehen können. Die Beckenvene ist eingeengt und ist vielleicht schon vernarbt. Ja, diese Vernarbungssituation ist 'n klassisches mhm, Kriterium. Also, wenn ich das sehe, plus eine typische Verengung in diesem Bereich, dann steht für mich eigentlich die Diagnose Beckenvenenkompression fest.
Mhm. Wenn aber dann noch die Beschwerden dazukommen, dann reden wir eben vom Syndrom. Ja, Mhm. und das muss man eben zusammenbringen. Nicht jede Beckenvenenverengung ist, wie gesagt, eine Krankheit. Mhm. Sie Mhm. muss halt Symptome mitbringen. Und das Gibt's ist das das auch Wichtige. andersrum? Also, Ja, dass jemand starke Beschwerden hat, aber die Vene gar nicht so schlimm na klar. komprimiert ist oder Es aussieht? gibt auch andere Ursachen für das als Okay. Oberbegriff Pelvic Congestion Syndrom. Das Ja. Beckenvenensyndrom, Meyer-Thorner-Syndrom ist nur ein Puzzle in dem Ganzen, ja. Mhm. Es gibt noch Ja. die Eierstockvene zum Beispiel als eigene Erkrankung. Das ist das klassische Pelvic Congestion Syndrom mit der Vena ovarica Insuffizienz, meistens mehr links als rechts. Dieses Problem kann genau die gleichen Symptome hervorrufen. Mhm. Ja, dann gibt's noch so seltenere Kompressionssyndrome im Beckenvenenbereich und primäre, Vena iliaca interna Refluxsyndrome. Das geht jetzt ein bisschen zu weit, aber das ist Mhm. auch die Differentialdiagnose, die wir eben rauskitzeln müssen, ja. Was ich aber klar sagen muss, wir stehen meistens am Ende der Nahrungskette, ja. Das heißt, die Patientin ist dann beim Gynäkologen, kriegt eine Laparoskopie vielleicht, weil eine Endometriose irgendwie im Raum steht, vielleicht, wenn sie Glück hat, vor 'n MRT, ja. Mhm. Und ach nee, da ist ja nix und vielleicht ein Herzchen wird weggemacht, die Beschwerden sind immer noch da. Dann hört's aber manchmal auf, ja, oder meistens auf und es wird nicht der weitere Diagnostikpfad betrieben. Ja, und das ist so 'n bisschen das, was schade ist, muss ich ganz klar sagen, dass die Patientin dann eben nicht zusammen mit ihrem betreuenden Gynäkologen oder Gynäkologin weiterdenkt und sagt: es könnte noch 'n bisschen mehr dahinter stecken. Mhm. Was können wir noch Ja. für uns machen?“ Genau. Ja. Sie haben's ja auch grade schon angesprochen mit der Eierstockvene, ne, Mhm. und dem Pelvic Congestion. Also, dass im Prinzip, ja, im kleinen Becken Krampfadern entstehen, Umgehungskreisläufe, wo das Blut umgeleitet wird, weil halt irgendwo 'ne Engstelle ist, ne, und das Blut muss ja irgendwo hinfließen. Das will ja auch wieder zurück zum Herzen. Ähm, Jetzt haben ja aber ganz viele auch, sowohl 'ne gestaute Eierstockvene als auch 'ne Einengung der Beckenvene. Und da kommen wir ja dann auch so 'n bisschen zu dem Nussknacker-Syndrom, wo die linke Nierenvene abgedrückt wird. Ähm, also, man merkt, irgendwie ist so der ganze Körper involviert. Kommt denn das oft gemeinsam vor oder gibt es tatsächlich Fälle, wo man sagt: „Ne, diese Person hat tatsächlich nur diese eine Problematik und die kann man dann total easy beheben?“ Also, das ist nicht einfach zu beantworten. Wir Menschen sind keine Autos, wo man auf die Hebebühne fährt und die Schraube X anzieht, um das Problem Y zu beheben. Das ist eben beim Menschen eben nicht so. Wir sind komplexe Strukturen, wir Menschen, und wir müssen schon ein bisschen Aufarbeitung erfahren und in die individuelle Diagnostik. In der Tat gibt es Patientinnen, ähm, in seltenen Fällen auch Männer, das können wir jetzt mal zur Seite lassen, aber Ja, es gibt das ist auch. einfach immer so mit dabei, würde ich Ja, sagen. ja. Sage ich jetzt mal als Mann, ja, genau. Ähm, aber im Ernst, das ist eben der Punkt, das herauszuarbeiten. Es gibt eben in der Tat manche Patienten, die 'ne Vena ovarica Insuffizienz plus 'n Kompressionssyndrom der Vene haben, der Beckenvene, und dann gilt's herauszuarbeiten, was behandeln wir es. Und das ist nicht einfach und das bedarf Mhm, auch 'ner gewissen, ja, Erfahrungssituation. Und mhm, dann gibt's eben noch das, 3. Problem, was Sie angesprochen haben, das sogenannte Nussknacker-Phänomen oder Syndrom. Phänomen heißt keine Beschwerden, aber 'ne Engstelle ist da, und Syndrom bedeutet Engstelle plus Beschwerden, ne? mhm, Dieses wiederum kann zu einer sogenannten sekundären Eierstockveneninsuffizienz führen, da diese Engstelle der Nierenvene im Bereich der Einmündung zur Hohlvene ist und das knapp bevor die, Eierstockvene sich in die Vena renalis, die Nierenvene, einleitet und kann durch so 'n Nussknackerphänomen hervorgerufen werden. Also, das muss dann auseinandergedröselt werden, ja, und das mhm, ist so 'n bisschen das Komplexe, was dann aufgearbeitet muss. Aber man kann mhm, nicht sagen, es gibt den oder die Patientin, die jetzt nur Venenkompression hat. Ne, das gibt's nicht. Also, es gibt mhm. nicht die Venenkompressionserkrankung. Das Aber gibt es 'n anderen Grund? Also, für mich ist natürlich als Betroffene, ich habe das Nussknacker-Syndrom und dann ist für mich logisch, da wird abgedrückt, und meine Eierstockvene, die die leidet halt so darunter. Also, die ist jetzt eh weg, aber, anderes Thema. Gibt es 'n anderen Grund, warum die Eierstockvene gestaut sein könnte?
Ja, die gibt es. Und, das größte Risiko, Sie werden lachen, aber, das sind Schwangerschaften. Je Mhm. häufiger eben geboren wurde, desto wahrscheinlicher ist eine Vena ovarica Insuffizienz. Auch hier wissen wir nicht genau, worum es ist. Was wir wissen, was dahinter steckt. In Ja. der Einmündung in die Eierstockvene sitzt eine Venenklappe, genauso wie Venenklappen am Oberschenkel vorkommen, die eben aus irgendwelchen Gründen kaputtgehen. Das nennt wir Mhm. wieder primäre Klappeninsuffizienz. Und dann fließt das Blut eben nach unten ins kleine Becken, weil die Klappe nicht mehr richtig funktioniert, anstatt dass das Blut nach oben fließen soll. Ja. Genau. Und dann muss man auseinanderklamüsern, was man dann mit einer solchen Mhm. Klappeninsuffizienz und Vena ovarica dann macht. Mhm. Ah ja, interessant. Und genau, welche Therapiemethoden gibt es jetzt, wenn man, das Materna-Syndrom hat? Gibt es, erst konservative Therapien, und wenn die nicht funktionieren, was kann man dann machen? Na, es muss, glaube ich, im ersten Schritt herausgearbeitet werden, muss eine spezifische Therapie stattfinden? Wie sehr ist die Lebensqualität des oder der Betroffenen eben eingeschränkt? Und das ist absolut wichtig, bevor man einfach hingeht und Sie haben ja jetzt schon den Elefanten im Raum angesprochen, 'nen Stent implantiert, ja? Mhm. Und da muss ich sagen, auch wenn wir ein Zentrum sind, wo wir sehr viele Interventionen in diesem Bereich machen, ich sehe ein bisschen mit Sorge, dass Stent-Indikationen zu schnell gestellt werden. Mhm. Das heißt, es ist schon wichtig, ganz klar herauszuarbeiten, kriegen wir es irgendwie so weit bewiesen, dass der Patient davon auch profitiert oder die Patientin, ja? Das ist Ja. ganz wichtig in der ersten Frage. Wie sehr ist die Lebensqualität eingeschränkt? Dazu gibt's, Fragebögen, die wir durchgehen. Dazu gibt's dann Lebensqualitätsanalysen. Das sind Dinge, die ich dann, im Anamnesegespräch auch aufarbeite. Das ist wichtig. Ja, und, wenn es dann nur milde Symptome sind, dann kann man eben durch auch begleitende Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Physiotherapie, die Sie jetzt gerade gesagt haben, Krankengymnastik, Lordose etwas verbessern, ja. Sportliche Betätigungen helfen häufig sehr gut, ja. Erst schauen, beobachten was, die Maßnahmen werden durchgeführt und dann sehen wir uns in 3 bis 6 Monaten wieder und dann berichten Sie erneut, Mhm. ja. Also, die Schiene sofort Stand rein, fertig, das sollte nicht gemacht werden. Das halte ich für völlig übertrieben. Die Entwicklung muss man leider an der einen oder anderen Stelle leider feststellen, aber das ist, glaube ich, die falsche Richtung. Mhm. Und, wann setzt man dann 'n Stent und wie funktioniert das genau? Wie kann man sich das vorstellen? Genau, wenn wir dann festgestellt haben, dass wirklich der Patientin es von der Lebensqualität so schlecht geht, dass etwas getan werden muss, im Sinne einer Behandlung eines solchen Beckenvenenkompressionssyndrom, dann ist der Stent die Indikation, die Therapie der Wahl. Wie geht das? Wir pieksen in der Leiste links nach einer örtlichen Betäubung in die Vene, gehen mit einem Katheter in die Vene und stellen die Vene erst da mit Tastmittel, um erstmal zu wissen, wo ist die Engstelle. Dann schauen wir uns die Engstelle heutzutage mit Ultraschall von innen an. Früher gab es den Ultraschall von innen nicht. Das ist tausendmal besser geworden, was die Sensibilität der Diagnostik anbetrifft. Wir können viel genauer sagen, wo ist die Engstelle, von wie ist sie ausgeprägt? Ist das alles so richtig, was wir im Vorfeld gesehen Mhm. haben? Dann haben wir es ausgemessen, dann wird diese Engstelle, mit einem Draht sondiert. Das heißt, wir gehen mit einem Draht, das merkt man nicht als Patient, hindurch, dehnen die Engstelle erstmal mit einem Ballon auf und dann kommt der spezielle Venenstent dabei. Es gibt viele Venenstents heutzutage auf dem, europäischen zugelassenen Markt. Ich glaube, wir haben zwischen 13, 14 verschiedene Venenstents zur Verfügung, also da gibt es viele Optionen. Dann wird der eingesetzt. Das ist natürlich, 'n wichtiger Schritt, und dann ist es wichtig, danach auch der Patientin zu sagen, sie werden für mehrere Tage Rückenschmerzen haben. Der Stent drückt etwas, der drückt die Engstelle auf. Druck kann in einem geschlossenen Bauchraum nirgendwo hin, also es drückt auf alles Mögliche und meistens sind es Rückenstrukturen und man hat Rückenschmerzen Mhm. vermehrt. Ja, das ist auch das, was ich immer erzählt bekomme, dass dann Genau. erst mal richtig übel Rückenschmerzen sind, aber nach so 2, 3 Wochen sollte das weggehen, ne? So ist es, genau. Das ist Mhm. eigentlich klassisch. Und dabei kann man dann eben mit so 'nem Ultraschall von innen genau feststellen, wie groß muss der Stent sein. Wir wollen ihn nicht zu groß machen, denn je größer er ist und überdehnt gegebenenfalls, desto heftiger werden auch die Rückenschmerzen. Aber auf der anderen Seite wollen wir ihn nicht zu klein machen, damit er genau an dieser Stelle auch Einhalt und nirgendswo hinwandert. Mhm.
Also, ist der Unterschied Sie haben ja gemeint, es gibt, verschiedene, Stents. Ist der Unterschied dann in den Größen oder gibt's auch andere Unterschiede? Ja, das führt, glaube ich, jetzt ein bisschen zu weit, aber, Okay. ich glaube, wir können festhalten, dass es verschiedene Stents gibt, die auch natürlich verschiedene Spezifitäten haben. Mhm, Der eine ist in der Indikation etwas besser als der andere. Das muss eben genau mhm, herausgearbeitet werden. Wir halten hier sehr viele vor. Wir haben ein Riesenlager mit diesen Venenstents, weil Sie können sich ja vorstellen, der eine hat den Durchmesser und die Länge, die zu mhm, behandeln ist, der andere hat 'ne andere Schuhgröße. Also, mhm. das ist wie in 'nem Schuhfachgeschäft, da sind viele Schubladen, mit Stents voll, die dann entsprechend ausgewählt werden müssen. Gibt's denn Unterschiede, zwischen Stents, die für 'ne Arterie genutzt werden und für 'ne Vene? Oder sind die Das ist 'n gleich? ganz wichtiger Hinweis, das haben wir schon gelernt, und zum Glück auch gesehen jetzt in der Entwicklung. Vor mehr als 20 Jahren gab's diese Stents nicht, diese Venenstents, und dann wurden Arterienstents eingesetzt, und diese Arterienstents können nicht das erreichen, was die Venenstents können. Das Mhm, heißt, man sah dann hinterher doch durchaus Komplikationen, dass diese Stents kaputtgegangen sind oder, sich zugesetzt haben. mhm, Und seit, ja, gut 15 Jahren haben wir jetzt eben, wir nennen das dedizierte Beckenvenenstents, also speziell für die Vene entwickelte Stents, die so 'n Myotoner-Syndrom dann auch gut offenhalten können. Und das ist, denke ich, heute schon ein Muss, ja, und ein Arterienstent in der Vene halte ich heutzutage für absolut nicht mehr gerechtfertigt. Man sollte nur Venenstents einsetzen. mhm. Was, ist denn jetzt an diesem Venenstent so speziell? Warum kann man nicht 'n Arterienstent nehmen? Wir haben ja darüber gesprochen, dass diese Engstelle entsteht dadurch, dass 2 Strukturen da draufdrücken. Das ist schon ordentliche Kraft, ja. Das heißt, diese Stents müssen eine Aufstellkraft haben, die dem Druck von außen etwas entgegenwirken. Mhm. Das können die Arterienstents eben nicht. Ja, die werden Ja, dann okay. leicht zusammengequetscht. Und das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen ja die Vene aufmachen, ja? Ja. Und diese speziellen Venenstents haben eine Aufstellkraft für diesen Bereich, der so ausgewählt und so ausgemessen ist, dass er dem Druck von außen wirklich etwas entgegensetzen kann. Und das ist der große Mhm. Unterschied. Ja. Mhm. Ähm, und wie sind dann die Langzeiterfahrungen? Also, der Stent, der ist dann drin, dann hat man irgendwie so 2, 3 Wochen Rückenschmerzen und eigentlich sollten dann die Beschwerden, die man vorher hatte, weggehen. Wie sieht es aus? Kann dieser Stent wieder entfernt werden, wenn ich dadurch vielleicht irgendwie dass es mir doch schlechter geht danach? Oder, woher weiß ich, was in 10 Jahren mit dem Stent ist? Kann der sich irgendwie zusetzen? Kann da Material porös werden oder können Sie dazu was sagen? Ja, da kommen jetzt viele Aspekte zusammen. Wir haben inzwischen 10 Jahresdaten für diese Stents, sogar schon ein bisschen länger. Wir wissen, dass Mhm, in einem Myotoner-Syndrom, so wie wir es jetzt heute besprochen haben, die Offenheitswahrscheinlichkeit über die vielen Jahre extrem hoch ist. Wir reden da über Offenheitswahrscheinlichkeiten über 90%. mhm, Das müssen wir unterscheiden zu Patienten, die eine Thrombose erlitten haben und im Rahmen dieser chronischen Thrombose dann eine Beckenvenenstent-Implantation. Da sind die Offenheitsraten nicht so optimal, aber auch sehr gut. mhm, Aber Mein-Turner-Syndrom-Stents muss man heutzutage fast sagen, die gehen eigentlich so gut wie nie zu, nach der Erfahrung, die wir jetzt über 10 bis 15 Jahre haben. mhm. Das ist sehr positiv, muss ich sagen. Ja. Wir führen hier sehr viele Studien bei unseren Patientinnen und Patienten durch und haben auch Langzeitdaten jetzt, vor einiger Zeit über 8 Jahre veröffentlicht, wo wir wirklich über 90% Offenheitsrate nach 8 Jahren gesehen haben. Mhm, Also, ich glaube, da sind wir relativ safe, was das anbetrifft. mhm, Trotz alledem ist es 'n Fremdkörper, das ist richtig. Dieser Fremdkörper, bedarf in der Anfangszeit auch einer Blutverdünnungstherapie, damit dieser Stent gut einheilt. Und einheilen bedeutet, es wächst eine Gefäßhaut über diesen Stent. Das dauert in der Regel paar Monate, 3 Monate. Deswegen geben wir in dieser Zeit Blutverdünner, damit dieser Stent eben einheilt. Und dann ist er auch drin. Dann gehört er Ihnen. Ja, dann ist er gefangen in dieser Gefäßhaut und dann bewegt er sich auch keinen Millimeter mehr. ja, der ist schon Theoretisch verwachsen, ne? Kann der man ist verwachsen, eingewachsen, ne? Theoretisch in der Anfangszeit könnte es passieren, wenn man den Stand zu kurz und zu klein gemessen hat. Und das ist leider passiert in der Anfangszeit, muss man sagen, vor vielen Jahren, als diese Thematik aufkam. In den USA gab es leider einige Fallberichte dazu, dass Stands zu klein ausgewählt worden sind. Aber diese Zeit ist aus meiner Sicht völlig vorbei. Diese Sorge mhm,
gibt es heutzutage nicht mehr, da wir diesen intravaskulären Ultraschall, den Ultraschall in der Vene verwenden und genau ausmessen, wie groß sollte er sein, von wo bis wo soll er eingesetzt werden. Und damit erreichen wir wirklich, dass diese Stents nicht mehr verrutschen. Mhm. Das Also heißt, man das kann... Verrutschen, Entschuldigung. Ja, nein, fragen wir Also natürlich. das Verrutschen, kann ja aber dann nur am Anfang passieren, ne? Also weil Theoretisch. wann verwächst sich das? Das ist ja dann Nach ein paar Wochen ist das erledigt mit der Gefäßhaut. Ja, in der Regel nach 3 Monaten abgeschlossen. Aber wenn der richtig ausgemessen ist, dann können Sie wenige Tage danach alles wieder machen. Und das sage ich auch meinen Patientinnen und Patienten. Sie gehen am Donnerstag nach Hause, am Montag können Sie von mir aus in den Zirkus gehen, Rollen schlagen, Kopfstand machen, überhaupt kein Problem. Wenn da die Dieser Rückenschmerzen nicht wären wahrscheinlich. Ähm, Aus medizinischer Sicht können Sie alles machen. genau, Individuell muss man das ja. natürlich. Jetzt haben Sie ja gesagt, teilweise wurden die zu kurz gewählt. Ich habe auch gelesen von diesem Vorhangeffekt. Ist das damit gemeint, dass wenn die zu kurz sind, dass sich quasi dann dahinter oder davor die Engstelle wieder bilden kann? Das kann theoretisch passieren, deswegen werden eigentlich heutzutage keine zu kurzen Stents mehr eingesetzt, Mhm. damit der überhaupt nicht mehr zum Tragen kommt. Mhm. Also ich glaube, die Zeitalter dieses Problems ist jetzt wirklich vorbei. Mhm. Die Frage, ob der Stent dann überhaupt wieder entfernt werden kann, wenn der da verwachsen ist, gehe ich mal davon aus, dass das nicht möglich ist. Dazu müssten sie operativ an die Vene ran und die Vene rausoperieren. Ja. Ja, wenn er eingewachsen ist, ist er eingewachsen, dann kriegen sie ihn nie wieder raus. Den kriegen sie vielleicht in den ersten 2, 3 Wochen nochmal mit speziellen Verfahren raus, aber das ist dann auch schon eine gar nicht so unkomplizierte Sache. Aber wofür? Wenn er richtig ausgemessen ist, wenn er richtig platziert ist, Mhm. also wir implantieren mehr als 400 Stents im Jahr. Ich habe das nie erlebt, muss ich sagen. Ich hätte gar keine Erfahrung, so einen Stent herauszuholen, weil es nicht notwendig ist. Die ganz wichtige Frage, die Sie gestellt haben, ist, wann wird's besser? Und ich glaube, darüber sollten wir noch reden. Okay, dann Ja. gerne. Los. Also was ich den betroffenen Patienten und Patienten immer sage, wir reden hier nicht von einem Wow-Hebel oder es wird sofort rosa alles Effekte. Das kann nicht funktionieren. Wir reden davon, dass wir ja in diesem System aus kommunizierenden Röhren eine Engstelle in der Hauptröhre wegmachen. Bedeutet, dass der Fluss dann besser wird. Dann kommt es zu dem Prozess, dass die Umgehungskreisläufe, die sich gebildet haben, langsam kleiner werden, weil sie weniger beansprucht werden. Mhm. Das ist ein Prozess, der dauert. Ja? Das heißt, wir erleben nicht sofort jetzt gleich einen alles ist super Effekt. Und wir erleben auch, und das sage ich auch ganz klar, und ich kann es auch nicht zusagen und werde ich auch nie tun, einen 100%igen Erfolg. Ja? Ich rede davon, Sie werden deutlich besser. Wenn Sie nahezu beschwerdefrei sind, bin ich der glücklichste Mensch, der glücklichste Arzt, genauso wie Sie, das geklappt hat. Aber wir reden hier über ein hochkomplexes Venensystem, ja, welches chronische Schmerzen über viele Jahre hervorgerufen hat. Ja. Und deswegen muss die Erwartungshaltung wirklich realistisch formuliert werden. Wir können Verbesserung der Symptomatik erreichen, nicht jetzt, nicht gleich, sondern über die Zeit. Und dass es 100%ig ist, das kommt vor, in der Tat. Freuen wir uns alle. Aber das ist nicht der Regelfall. Mhm. Ja. Jetzt haben Sie ja auch gesagt gehabt, dass man nach der Stentsetzung auch erstmal Blutverdünner einnimmt, ne? Wie sieht's denn mit Kontrollen aus? Muss ich das kontrollieren lassen? Ja, danke für diesen Hinweis, ganz wichtig. Es gibt so einen Spruch, stand it and forget it. Nee, nicht, ja. Sondern immer dran denken. Ja, gerade in der Anfangszeit ist es wichtig und deswegen machen wir kontinuierlich bei allen Patienten, die implantiert werden, nach 3 Monaten einen ersten Kontrolltermin. Zum einen setzen wir zu diesem Zeitpunkt den Blutverdünner ab zusammen. Wenn wir es feststellen, dass der Stent gut eingewachsen ist, das können wir im Ultraschall sehen. Wir können dann feststellen, geht es der Patientin oder dem Patienten schon besser mit seiner Symptomatik. Ja, freuen wir uns. Also, dass der 3 Monats Erstuntersuchungstermin ganz, ganz wichtig ist. Dann kommt der zweite Termin zum Einjahreszeitpunkt. Das ist der zweite wichtige Termin, weil häufig dann ich schon von einer Situation ausgehen kann, wo sich dauerhaft etwas geändert hat. Hoffentlich zum Guten natürlich. Und dann ist es wichtig, wenigstens einmal im Jahr den Ultraschall von einem Gefäßspezialisten, ob es jetzt ein Gefäßchirurg, Angiologe ist völlig egal, oder Phlebologe,
kontrolliert werden im Ultraschall, ist der offen, ist alles okay, ist die Symptomatik besser, dann jährliche Untersuchung. Mhm. Was auch noch eine Frage ist, vom Material her vom Stent. Also, viele sagen: „Oh mein Gott, ich habe eine Nickelallergie. Was ist, wenn jetzt der Stent, in meinem Körper ist?“ wird da quasi ausgeschlossen, dass ich, 'n Stent haben kann? Nein. Dann würden Sie auch nie einen Stent am Herzen bekommen. Das heißt, Sie überleben Ihren Herzinfarkt auch nicht. Diese Stents bestehen zum großen Teil aus Titan und eben 'ner Spur Nickel. Aber dass eine Nickelallergie in der Vene ein Problem hervorruft, ist so nicht bekannt. Wir reden von Nickelallergien auf der Haut, das ist was anderes. Dann Mhm. kommt's zu den typischen Nickelphänomenen. Das passiert in der Tiefe nicht. Das wäre dramatisch, weil, wie gesagt, dann manche, ja, Diagnosen wie 'n Herzinfarkt oder so gar nicht behandelt werden könnte mit Stent. Mhm. Und, Sie haben ja gemeint, man hat eigentlich überhaupt keine Einschränkungen, danach. Was man öfter immer wieder hört, ist, dass man zum Beispiel aber nicht eingerenkt werden darf. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das muss ich ganz klar widerlegen. Sie können alles mit so 'nem Stand machen nach einiger Zeit. Sie können jegliche Sportart machen. Ich würde diese Sportarten wir hatten jetzt letztens einen Patient, der meinte unbedingt als Kampfsportler dann direkt 'ne Woche später loszulegen unter 'ner Blutverdünnung. Der kam dann mit, relativ vielen blauen Flecken und sagte: „Ist das normal?“ Da habe ich gesagt: „Ne, das ist wahrscheinlich nie normal, wenn wenn Sie hier geschlagen werden beim Kung Fu und, dann starken Blutverdünner einnehmen. Da sollte man dann vielleicht 'n bisschen vorsichtiger sein. Also, wenn Sie 'n Wollte grad Blutverdünner sagen, ja. einnehmen, das ist ein extrem starker Blutverdünner. Passen Sie auf, tragen Mhm. Sie 'n Fahrradhelm, tragen Sie 'n Skihelm, vermeiden Sie, gefährliche Sportarten in dieser Zeit oder reduzieren Sie es oder kontrollieren Sie es, das ist ganz wichtig. Mhm. Danach kann alles gemacht werden, ja? Mhm. Und eine Frage, die wir immer bekommen, die kriege ich eigentlich jedes Mal: „Piepse ich am Flughafen, wenn ich durch die Sicherheitskontrolle gehe?“ Nein, Sie piepsen nicht. Ja, Ja, wäre aber witzig. mhm. Ähm, okay, so unsere Zeit ist fast abgelaufen. Ich habe jetzt aber trotzdem noch eine einzige Frage. Und zwar, wir hatten ja vorhin auch das Nussknacker-Syndrom angesprochen. Und es gibt ja teilweise Ärzte, die setzen in die Nierenvene 'n Stent. Und andere Ärzte sagen aber partout nicht, machen. Ähm, wie ist Ihre Meinung dazu? Wie ist Ihre Erfahrung? Das ist das Interessante an der Medizin und deswegen bin ich auch so gerne Mediziner, weil man Forschung betreiben muss. Wissen heutzutage noch nicht, was ist die beste Therapie? Ist es der Stent oder ist es die offene Operation? Der eine hat mehr Erfahrung mit dem, der andere hat mehr Erfahrung in 'ner offenen Operation, der andere mit 'nem Stent. Da sind die Bücher noch nicht geschlossen, sodass es keine klare Empfehlung gibt. Ich persönlich muss sagen, bin gerade bei jungen Patientinnen und Patienten der Anhänger der rekonstruktiven Operation, das heißt, der Umstellungsmaßnahme, das heißt, die Vene wird umgepflanzt oder sie wird von außen mit einem Kunststoff, ummantelt, sodass kein Druck mehr drauf kommen kann. Das ist meine persönliche Meinung, muss ich sagen, aufgrund der Erfahrung. Ich habe einen tollen Operateur hier im Hause, der super operiert, dem ich auch sage: „Hier ist wieder eine Patientin, ich mache da keinen Stent rein. Sie ist 22 Jahre, wir haben jetzt gerade 2 operiert diese Woche.“ Das ist etwas für eine dauerhafte Therapie. So 'n Stent kann in der Nierenvene wieder zugehen. Das ist leider beschrieben und bedeutet dann Folgeeingriffe. Und der 20-jährige, 25-jährige Patient, der Nussknacker-Syndrom hat, der wird das erleben, ja, weil er erst so jung ist und Mhm. dann kommt der Wiedereingriff und kriegt man den Stent dann möglicherweise auf, ja. Was ich mich frage, Mhm. warum kann sich der Stent bei der Beckenvene nicht zusetzen? Also, warum sind da die Erfahrungen so gut und bei der Nierenvene nicht? Hat das was damit zu tun, wie das Blut, fließt, oder hat es damit zu tun, dass die Niere auch 'n sehr bewegliches Organ ist, Na, damit wo hat's auch 'n wenig Zug zu drauf tun. besteht? Es hat in der Tat, so ist die Mutmaßung, wie gesagt, die Medizinforschung ist da noch nicht definitiv nicht abgeschlossen. Es sind die niedrigen Flussgeschwindigkeiten der Mhm, Nierenvene, die letztendlich dazu führen, dass mhm, dort Thrombosen entstehen können, mhm, also Zusetzungsprobleme entstehen können. mhm, Aber ich kann jeden verstehen, der durchaus sagt: „Ich habe gute Erfahrungen mit Stents gemacht und empfehle das.“ Wie gesagt, es mhm, gibt keine klare Evidenz, die man anhand von Studien beweisen kann. Ich glaube, hier muss jedes Zentrum nach Erfahrungswerten mhm, vorgehen. Wir sind hier eher in diesem Fall
für die offene Operation. Und wenn Sie vor allem so wie wir einen tollen Operateur haben, dann ist das natürlich etwas, was wir dann gerne empfehlen. Wobei das, was ich oft an Erfahrungsberichten lese, also hauptsächlich in den USA, weil in Deutschland wird Nussknacker nicht gerne behandelt und operiert, ist, dass oft, wenn auch die Nierenvene versetzt wird, trotzdem weiterhin Probleme bestehen. Also so das, was ich aus den USA mitbekommen habe, und das war dann auch den Weg, den ich genommen habe, war eine Autotransplantation der Niere. Teilweise wird die Niere ja dann links unten ins Becken auch gesetzt, was aber nicht immer auch funktioniert. Und da sind auch, glaube ich, Studien, also letztens hatte ich eine gelesen von 100 Personen, die auch Opiate nehmen mussten oder so, denen es dann mit einer Autotransplantation ins rechte Becken dann dauerhaft besser ging. Haben Sie da schon, oder ist Nussknacker-Syndrom nicht so das, wo es für Sie so alltäglich ist? Ich denke mal, dass Sie halt mehr dann mit anderen Sachen zu tun haben im Alltag. Doch, wir sehen schon relativ viele. Die größte Aufgabe ist aber weniger letztendlich die Therapie zu entscheiden, sondern erstmal zu entscheiden, ob überhaupt eine Therapie stattfinden Ja. muss. Ja. Ja. Das ist schon ein sehr komplexer Weg dorthin. Das ist ein eigenständiges Thema. Ich glaube, da können wir einen ganzen eigenen Podcast. Stimmt. Sie sind gerne nochmal eingeladen. Aber das ist schon komplex, muss man sagen. Ja, Und sehr. ich glaube auch, dass da vielleicht etwas übertherapiert wird in manchen Fällen. Ist es wirklich ein Nussknacker-Syndrom mit entsprechenden Beschwerden und bringt die Operation was? Ja. Danach können wir uns über die Therapieverfahren unterhalten. Wie gesagt, da sind die Bücher lang nicht beschlossen drüber. Da sind wir sicherlich auch in der Diskussion. Ich würde es auch so ein bisschen zentrumsabhängig machen. Ein Zentrum hat vielleicht viel mehr Erfahrung mit einer Stent-Ummantelung, der andere mit einer Autotransplantation, der dritte mit einer Stent-Implantation. Ich glaube, das muss man der jeweiligen Expertise überlassen. Da kann man nicht so hochnäsig sagen, ich mache nur das und das ist richtig. Das wäre falsch in der Medizin. Da ist die Diskussion mit dem Patienten wichtig und basierend auf der Expertise muss dann die Empfehlung gegeben werden. Ja. Nee, deswegen, es hängt halt alles so ein bisschen zusammen, ne? Also klar, wir wollten jetzt den Schwerpunkt bei MyTurner haben, aber letztendlich irgendwie hängt da ja mehr dran, ne? Und ich habe dann aber auch noch mal eine extra Aufnahme mit Dr. Jenigen, der auch jetzt die Autotransplantation beim Nussknacker-Syndrom durchführt. Dann quetsche ich den dann noch ein bisschen aus. Sehr. Ja, ich danke Ihnen wirklich vielmals, auch im Namen aller Zuhörer und aller Betroffenen. Wir sind wirklich sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ja, und uns helfen, mehr zu verstehen und vor allem, ja, auch dann die Möglichkeit zu haben, einem Arzt oder einem Verwandten oder dem Partner zu sagen, hier, hör dir die Podcast-Folge an und dann weißt du, um was es geht. Ne? Das ist natürlich sehr wertvoll für uns alle. Sehr gerne habe ich das gemacht und ich darf Ihnen auch meinen Glückwunsch aussprechen, dass Sie sich so sehr um die Aufklärung bei so einem wirklich komplexen Krankheitsbild kümmern. Da muss viel mehr Aufklärung stattfinden. Das finde ich auch gut. Also von meiner Seite herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, danke schön. So, das war's für heute. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Bitte bedenke, dass alle besprochenen Behandlungen und Therapien keine Empfehlung sind, sondern von dir selbst gut durchdacht und recherchiert werden sollten. Es gibt bisher nicht die eine Lösung. Wir stehen noch am Anfang und jeder Krankheitsverlauf ist individuell und sehr komplex. Wenn du dich näher informieren möchtest, dann schau auf der Instagram-Seite von Vascular Voices vorbei. Dort gibt es wöchentlich Beiträge zu den Gefäßkompressionen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du magst, kannst du unten ins Kommentarfeld schreiben, wie du sie fandest, oder den Podcast mit Sternen bewerten. Damit hilfst du selbst aktiv mit, die Krankheit bekannter zu machen. Denn glaub mir, du bist nicht allein. Wir sind ganz viele.